Herzlich willkommen zu diesem ACMP-Video. Die letzten Wochen haben die News zu neuen Updates und Patchen auf ein ganz neues Niveau angehoben. Aufgrund von Spectre und Meltdown gibt es neue Browser-Versionen, Betriebssysteme, BIOS-Versionen und vieles weiteres müssen dringend aktualisiert werden. Da taucht natürlich immer die Frage auf, sind meine Systeme jetzt auf dem aktuellen Stand und ist mein Unternehmen gegen die beiden Schwachstellen gerüstet? Hier kann ACMP natürlich helfen. Updates können verteilt werden, Informationen ausgelesen und ausgewertet werden. Meine Kollegen vom Argon-Team haben das PowerShell-Skript von Microsoft zum Überprüfen auf diese beiden Schwachstellen von Spectre und Meltdown in ein Kleincommand verwandelt, um bequem die Informationen auf allen Clients auszulesen und einzusammeln. Als erstes müssen wir uns einmal das Kleincommand bei uns auf der Website herunterladen. Unter dem Download-Bereich gibt es dann den Meltdown-Check. Da braucht man sich nur kurz mit seiner E-Mail-Adresse entsprechend für den Download anmelden. Dann kriegt man eine ZIP-Datei, die man dann herunterladen kann, wo dann zum einen natürlich das Kleincommand enthalten ist, auch nochmal der Report für die Auswertung und eine kleine Textdatei, wo die wichtigsten Informationen nochmal zusammengefasst sind, die beiden Microsoft-Artikel, wo wir das PowerShell-Skript hergenommen haben, dann natürlich ein paar wichtige Informationen, zum Beispiel, dass auf dem Client natürlich das PowerShell auch installiert sein muss in der Version 3, also da steht alles drin, was man entsprechend benötigt. Nachdem wir dann das Kleincommand importiert haben, können wir es uns dann auch mal anschauen. Beim Import fragt der ACMP-Server einmal ganz kurz, ob individuelle Felder angelegt werden sollen. Hier kann es eventuell notwendig sein, dass der Server kurz einmal danach durchgebootet wird. Dann sollten aber auch alle Felder vernünftig da sein. Schauen wir uns jetzt hier mal ganz kurz das an. Da wird das PowerShell-Skript aufgerufen und dann ausgewertet. Wenn wir das Ganze jetzt einmal auf meinem System hier ausführen, können wir uns auch mal den Output wirklich anschauen, den das PowerShell-Skript uns liefert. Denn das kann man natürlich im Nachgang auch noch auswerten, wenn man das möchte. Es werden natürlich auch die Informationen nochmal fokussiert gesammelt für den Report, dass es dann halt auch schnell auf mehreren Rechnern ausgewertet werden kann. Schauen wir uns das Protokoll mal an. Einmal öffnen reicht vollkommen. Da haben wir dann hier den Output von dem PowerShell-Skript. Das sieht schon mal gut aus vom Ergebnis her. Also der Rechner, den wir jetzt gerade hier getestet haben, der scheint schon mal safe zu sein. Ich hatte gerade eben schon mal ein paar andere Tests noch gefahren bei einem ungepatchten System. Der sollte dann entsprechend uns als nicht sicher angezeigt werden. Schauen wir doch hier jetzt mal in den Report rein, dass wir es wirklich mal auf mehrere Clients auswerten können. Genau das Ergebnis, was ich erwartet habe. Der nicht gepatchte Rechner ist unsafe. Der Rechner, der hier auch live am Update dranhängt, der ist safe. Das sieht gut aus. Kriegt man auch nochmal eine kleine grafische Auswertung, wenn man halt wirklich eine große Masse hat und da vielleicht mal ein paar Zahlen auch weitergeben muss. Dann kann man da natürlich auch diesen Report exportieren als PDF und sich das Ganze dann entsprechend anschauen. Ja, bei diesen beiden Schwachstellen merken wir mal wieder, dass der beste Schutz in diesen Zeiten eine genaue Kenntnis der IT-Infrastruktur ist und natürlich das Aktualisieren der verwendeten Softwareprodukte, was natürlich das Betriebssystem einschließt. Gerade bei diesen Themen kann das ACMP Sie natürlich optimalerweise unterstützen. Gerade das Verteilen der Updates über einen zentralen Punkt und das Auswerten, wie wir es jetzt gerade gesehen haben, ist natürlich dann ein ganz entscheidender Punkt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie weitere Fragen zum ACMP haben, stehen meine Kollegen und ich Ihnen gerne zur Verfügung.